zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Free Hopes. Wir befinden uns hier im Speicherbildschirm von Kapitel 4. Das haben wir nämlich beim letzten Mal abgeschlossen. Und das bedeutet ab nach Kapitel 5. Azure Gleam. Skirmish in the Fog. The Holy Kingdom of Fargus grants refuge to the Central Church as they flee Garrigmach Monastery, in turn provoking the Adrestian Empire to declare war on Fargus. While Dimitri and his advisors strategize how to repel the Empire's assault, they are met with devastating news. Lonato of Castle Gaspar has raised an army against him. As I'm sure you have all heard by now, House Rowe in the south has declared its fealty to the Empire. What's more, Lord Lonato of Castle Gaspar has set out with the express intention of tracking down and murdering the Archbishop. I had hoped we could reconcile the matter by using neighboring lords as intermediaries. But it seems Lord Lonato couldn't look past our willingness to shelter the church and has taken the matter into his own hands. I can't believe this. Ash, I won't stop you if you wish to return to Castle Gaspar, even now. I appreciate the offer, truly. But I am a knight of the royal family. My place is here. So, what are House Rowe and Lord Lonato's soldiers up to? Or the Imperial Army, for that matter? There's been no movement from House Rowe as of yet. He likely lacks the nerve. Lord Lonato, on the other hand, has set off from Castle Gaspar and launched an attack on Geraint land. Meanwhile, a vanguard from the Imperial Army has breached Kingdom territory. It seems they're aiming to rendezvous with Lonato and join the assault. Wait, but if they're just a vanguard, doesn't that mean a larger force is going to come after them? We'll never stand a chance if they manage to meet up and form one massive army. House Galatea is sending reinforcements to fend them off, but our enemy deployed alarmingly fast. I only hope the House Geraint soldiers can repel Lord Lonato and his men long enough. In any case, we can't just sit here on our hands. They need help, and fast. Let's ride. You're right, and I'll be coming with you. The risk is too great, Your Majesty. You should stay here in the capital. We've already been over this, Dedu. My leadership is needed on the front lines. We'll march west from Karen territory to intercept and crush Lonato and the Empire's forces. From there, we'll mount an attack on Aryan Road. The Rowe army will be cut off from the Imperial reinforcements and fall by our hand. Finally, we'll seize control of Aryan Road and the entire Western Front along with it. I'm asked a distant relative of the royal family, Duke Ivan, to keep watch over the capital in case of an emergency. Gustav will be staying behind as well. So as long as nothing too extreme happens, we shouldn't have anything to worry about. Sounds like a plan. Most of the big fights are going to be around Aryan Road, if I had to guess. No matter what, we need to hurry. We'll be done for if we don't drive them off soon. Agreed. And my apologies. We always seem to deploy with such haste lately. It's nothing. It's not like it's your fault or anything. Sure, you're the king and we're your subjects now, but we're your friends before that. We'll do whatever you need of us. I suppose you're right. Thank you. Oh, and one more thing before we go. I received word from the church the other day. Setheth and his sister Flame will be joining us from here on out, leading a company comprised of Knights of Ceres. Setheth, huh? I'm not the kind of girl to turn down a helping hand, but I can't help but wonder why. I haven't had the chance to discuss it with him yet. Perhaps you can ask him yourself,
if the opportunity arises. Tja, sieht so aus, als hätten wir so einiges vor uns. Setup ist jetzt spielbar. Flame ist jetzt spielbar. Du kannst jetzt alle Verbündeten einladen, mit denen du auf Expedition Unterstützungslevel C oder höher erzielt hast. Expedition. Sobald du mit einem Verbündeten Unterstützungslevel C erreicht hast, kannst du Aktivitätspunkte ausgeben, um ihn zu einer Expedition einzuladen. Auf Expedition kannst du deinen Verbündeten durch Konversation, Fragen besser kennenlernen. Je nachdem, wie gut du die Unterhaltung führst, erhöht sich der Unterstützungswert. Wenn alles gut läuft, ergibt sich ein ruhiger Moment, in dem du deinen Verbündeten ansehen kannst. Natürlich auf respektvolle Weise, bevor ihr zur Basis zurückgeht. Also sowas wie die Teepartys, Free Houses. Do you have a moment? Was möchtest du denn? How are you? Ich gehe davon aus, dass unsere Armee in Zukunft weiter vorrücken wird, während wir mehr Basen wie diese hier errichten. Wenn viele Menschen über einen gewissen Zeitraum zusammenleben, kommt es immer zu verschiedenen Problemen. Es können auch für dich Unannehmlichkeiten entstehen. Bitte gib mir sofort Bescheid, wenn dies der Fall sein sollte. Unannehmlichkeiten? Meine einzige Beschwerde wäre, dass es hier etwas zu gemütlich zugeht. Es gibt gutes Essen, warmes Wetter und bezahlte Arbeit. Das mag stimmen. Aber bitte sag mir nicht, dass du planst, nach Hause zurückzukehren. Die Armee des Königreichs ist ein Zusammenschluss aus Soldaten unserer Adelshäuser. Wir sind ein Schmelztiegel aus Herkünften und Ideologien. Obwohl ich hoffe, dass alle untereinander Verständnis zeigen und Kompromisse eingehen, habe ich die Befürchtung, dass das nicht immer gelingen wird. Ich habe in Vorbereitung auf den kommenden Kampf einige Einrichtungen aufbauen lassen. Ich bin mir sicher, dass sie von großem Nutzen sein werden. Ich bitte dich noch einmal, sieh dich doch bitte einmal um, solange wir die Zeit dafür haben. Ah ja, Sylvain hatten wir die ganze Zeit in der Combo. Well, well, just the gal I wanted to see. I've got a bit of a favor to ask. You know that special sword you fight with? Well, I was wondering if you'd let me take a peek at it. Bitte? Sure, if you want. Can't say I expected this kind of interest coming from you, though. It'd be one thing if it were Dimitri or Felix asking. You know how they get about weapons. But you? You do remember I'm the heir to House Gautier, don't you? I've been studying the art of combat ever since I was just a kid. Well, you always skip out on training, so... Anyway, here. This work? It sure does. What a weird sword. You know what it's made of? It doesn't look like iron or steel to me. I couldn't tell you. Honestly, I have no idea. What about how you can make it appear right out of thin air? Is that some sort of magic? Nah, not exactly. It kinda just comes to me when I call it. Well, that's vague. One more question then. Would I be able to use your sword if I wanted to? Doubt it. The thing vanishes the second I let go of it. But hey, why do you want to know so much about it anyway? I guess I was just thinking how nice it'd be if there were more weapons like yours out in the world. You know, a hero's relic can take down hundreds or even thousands of soldiers in a single swing. Depending on who's doing the swinging, of course. But as soon as the wielder dies, that's it. If you don't have a crest, it's nothing more than a fancy-looking hunk of whatever they're made of. Knochen. Of course, that wouldn't be an issue if everyone could just use a sword like yours. Maybe so, but that doesn't make it possible. I mean, there's still so much even I don't know about it. Right. It's not like you can just make a second one or something. That's actually a pretty interesting idea. You've given this a lot of thought, haven't you? Hey, you're talking to the future Margrave Gautier here, remember? Of course I'd think about this kind of stuff. After all, us nobles wouldn't have nearly as much work to do if everyone could fight with the relics.
And then I could spend all my time flirting with you instead. Yeah, not interested. Don't make me tell Ingrid about this. Harsh. Though I do like that about you. Come on, let's see that sword of yours a little more. So, noch jemand? Sieht nicht so aus. Wir haben jetzt Petra im Team noch dabei. Sie ist eine Diebin. Das heißt, wir könnten sie als Ersatz für Ash benutzen, wenn wir wollen. Sie hat ja auch die Identitätsfähigkeit und sie kann scheinbar stehlen. Hier sind sie stehlen. Ermöglicht der Einheit spezielle Tore und Truhen und Unterstützer. Erhöht in regelmäßigen Abständen die Anzahl der Gegenstände, die zurückgelassen werden, wenn ein gegnerischer Kommandant besiegt wird. Okay. Das hatten wir, glaube ich, schon mit dem Klassenwechsel, ne? Oh, sie hat die Fähigkeit hat sie auch schon. Soldaten, aber es sind alle in der Standardklasse, ja. Wo sind denn hier? Ist das hier? Nein. Kann man sich denn, ist das bei den unter Details? Nee. Ich wollte mir gerne deren Profil angucken. Tja, dann eben nicht. Oh, wir haben jede Menge zu tun. Die Archivarin. Klingt spannend. Hi. Hier kannst du deine vergangenen Kämpfe noch einmal durchgehen. Die Vergangenheit kann uns viel lernen. Komm einfach her, wenn du deine vergangenen Aktionen noch einmal überdenken möchtest. Optionale Kämpfe. Wenn du mit der Archivarin sprichst, kannst du jeglichen von dir bereits abgeschlossenen Kampf wählen und erneut spielen. Du kannst nach dem Abschluss eines Kapitels auch noch eine nicht abgeschlossene Subquest wählen. In optionalen Kämpfen kannst du all deine Einheiten einsetzen, nicht nur jene, die an diesem Punkt der Geschichte zugegen waren. Einheiten, die im Kampf verloren wurden, stehen jedoch nicht zur Verfügung. Achtung, im Klassisch-Modus ist es selbst in optionalen Kämpfen möglich, Einheiten zu verlieren. Wenn es dir in optionalen Kämpfen gelingt oder misslingt, eine Einheit dazu zu überreden, sich dir anzuschließen, hat das keine Auswirkungen auf die Auswahl deiner Verbündeten in der Geschichte. Oh, cool. So, was haben wir noch? Schmied, Bataillone und gehen wir mal Logistik. Hier sammeln wir alle nicht benötigten Waffen und Ressourcen. Versorgungsgüter sind das Lebenselixier jeder Armee. Es darf nichts verschwendet werden. Im Versorgungsdepot kannst du überschüssige Waffen und Ressourcen gegen andere Ressourcen eintauschen und Ressourcen automatisch abholen lassen. Im Laufe der Geschichte wird es möglich, auf diese Weise Materialien zum Erweitern von Einrichtungen zu erlangen. Veredelungssteine tauschen. Du kannst Veredelungssteine in deinem Inventar gegen Ressourcen und Materialien tauschen, mit denen sich... Okay. Everything has its use. Oh, Herr Catherine. Hey, you. Oh, hallo. Danke für deine Unterstützung in Aelil. Ich bin Catherine, oder auch Catherine Donnerkeil. Ich bin eine Ritterin der Seiros. Es freut mich, an deiner Seite zu kämpfen. Hi. Ich heiße Shira. Ich bin derzeit Kommandantin der Privatarmee des Königs. Ich habe schon viel von dir gehört und sagt, du wüsstest mit deinem Schwert umzugehen. Die große Rhea hat uns die direkte Anweisung gegeben, der Armee des Königreichs zu Hilfe zu kommen. Die Kirche ist dankbar, dass das Königreich uns aufgenommen hat, trotz der Gefahr. Und wir werden unsere Dankbarkeit auf dem Schlachtfeld zeigen. Willkommen. Ich kann dir gerne einige Bataillone empfehlen. Es wird dir sicher eine große Hilfe im Kampf sein, erfahrene Einheiten an deiner Seite zu haben. Bataillone. Du kannst bei der Bataillonsgilde Bataillone anheuern. Über die Option Ausrüstung festlegen. Im Inventarmenü kannst du Einheiten Bataillone zuweisen. Jedes Bataillon ist gegen bestimmte gegnerische Waffenart am effektivsten. Durch den Kampf gegen diese Waffenart wird ein Bataillonseffekt ausgelöst, der dieses Bataillon um eine Stufe stärker werden lässt und den erlittenen Schaden senkt. Bataillone verfügen über Ausdauer. Diese sinkt, wenn die Einheit, die Bataillon befehligt, Schaden erleidet. Sinkt die Ausdauer aus 0, verschwindet der Bataillonseffekt. Oh, die können wir ewig kaufen. Wer hätte das gedacht? So, und das letzte war Speed.
So, ich schätze, wir wissen alle, wie das funktioniert. Reich mir deine Waffen rüber und ich schwinge für dich den Schmiedehammer. Vergiss niemals, das Einzige, was zwischen dir und deinem Tod steht, ist die Waffe in deiner Hand. Die Schmiede. In der Schmiede kannst du deine Waffe verbessern. Du kannst Ressourcen nutzen, um neue Waffen zu schmieden. Oder eine Waffe wieder in ihren Ausgangszustand zu versetzen. Hey there. Need something? Waffen schmieden. Du kannst Gold ausgeben, um Waffen zu schmieden und so ihre Kraft und Haltbarkeit zu erhöhen. Wie oft eine Waffe geschmiedet werden kann, hängt von der Waffe ab. Wir können die Kraft oder die Haltbarkeit erhöhen. Das ist ja gar nicht so teuer. Is this it? So. Plus 11. Eine mächtige Waffe. Heilige Waffen. Heilige Waffen verfügen über einzigartige Eigenschaften. Wenn eine heilige Waffe von jemandem eingesetzt wird, der das entsprechende Wappen besitzt, werden alle Heileffekte erhöht. Heilige Waffen sind zwar mächtig, verfügen im Ausgangszustand jedoch nicht über ihre wahre Stärke. In der Schmiede kannst du ihre Effekte entfesseln. Du kannst Waffen reparieren lassen, um sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Wenn eine Waffe kaputt geht, werden ihre Kraft und ihre Haltbarkeit drastisch verringert und ihre Attribute werden ineffektiv. Dies wird durch eine Reparatur behoben. Reparierte Waffen erlangen leichter mächtige Attribute und verfügen über ein höheres Schmiedelimit. Diese Waffen sind zudem immer vollständig geschmiedet, sobald sie repariert wurden. Rote Waffen kannst du durch das Besiegen von Monstern erhalten. Is this it? Ein Eisenschwert plus 6. Was haben wir hier so? Mögliche Waffen Level D. Effizienz. C. Für die legendären Waffen, für die heiligen Waffen haben wir bestimmt was Eigenes. Sieht nicht so aus. Oder das kommt halt erst noch. Uns fehlt ja auch das Material dafür. Kein Wunder, wir brauchen Dunkelmetall dafür. Wie es aussieht, machen wir gute Fortschritte. Ich sollte mich auch vorbereiten. Dann nochmal kurz zur Lohnmeisterin. Wir haben wieder was wir abholen können. Well, how'd it go? So. Any result's a good result. Mal sehen. Die anderen auch. Wir können mal kurz mit Petra sprechen. So halt. Ich meine, die ist jetzt ja auch bei uns. Solange es einen Weg für mein Überleben gibt, werde ich diesen Weg gehen. Immer. Aber ich habe Erleichterung, dass ich nicht bald wieder gegen das Kaiserreich kämpfen muss. Ich kann jetzt meine volle Stärke geben. Let's see. Ja, wir werden gegen Lenato kämpfen, der dem Königreich angehört, aber leider wird wohl die kaiserliche Armee zu seiner Unterstützung kommen. Ist das so? Dann werde ich mein Herz stehlen müssen. Jetzt gebe ich meine Konzentration nur auf den nächsten Kampf. Ich darf keine Sorgen darüber haben, gegen wen ich kämpfen werde. Wenn es dich motiviert. You have my thanks. Und mit Harpy will ich auch noch mal reden. Da ist sie. Ich schätze, dann gehöre ich jetzt wohl zu euch. Naja, immer noch besser, als irgendwo da draußen zu sterben. Honestly, I don't know. Trotzdem erstaunlich, dass ich letzten Endes im Königreich gelandet bin. Es wäre wirklich nicht einfach, das Ganze erklären zu müssen. Ich hoffe, ich begegne ihr nicht. Hä? Wem? Ihr? Das ist eine lange Geschichte. Viel zu lang. Vergiss es einfach. Oh ja, sie ist ja von Dimitris Stiefmutter begegnet in irgendeiner Form. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Beziehung die zueinander. Auf jeden Fall kannte sie Dimitris Stiefmutter. Also halt die Scharfsteiger-Version davon zumindest. Können wir auch mal mit den ganzen anderen neuen Leuten reden. Die Erzbischöfin ist tief bewegt und äußerst dankbar, vom Königreich akzeptiert worden zu sein. In ihren Augen wäre es sehr bedauerlich, wenn es uns nicht gelänge, als Lohn für deine noblen Taten miteinander zu kooperieren. In Anbetracht dessen haben wir einen Teil der Ritter der Seros entsandt, um dich zu unterstützen.
Du auch? Ich verstehe eure Gründe, aber werdet ihr selbst auch kämpfen? Ihr seid kein Ritter. Ihr seid nur der Assistent der Erzbischöfin. Und als solcher liegt es in meiner Verantwortung, an vorderster Front zu stehen und den Kampf in Vertretung der großen Rea zu überwachen. Die Ritter der Seros sind die Besten im Lande. Sie stehen der Armee des Königs in nichts nach. Zweifellos werden wir von Großnutzen sein. Ja, danke. Wie Flane aber immer noch ihre Schuluniform. Doch, das ist noch ihre Schuluniform. Good day. Ich werde mich in diesen Kampf der Armee des Königreichs anschließen. Natürlich bin ich nicht einfach so hier aufgetaucht. Ich habe die große Rea um Erlaubnis gebeten. Come on. Dann kennst du dich also zumindest ein wenig mit den Kämpfen aus, ja? Schön, dass du uns unterstützt. Goodness. Meine Güte, ein wenig? Ich muss dir mitteilen, dass ich trotz meines Äußeren schon reichlich Erfahrung auf dem Schlachtfeld habe. Might you? In dem Sinne, Sedef und ich freuen uns schon darauf, an deiner Seite zu kämpfen. Ah ja, wir wollten ja noch zum Lehrmeister. Wir können ja noch ein paar Klassen wechseln. Time to work you into shape. Du kannst eine Mittelstufe nehmen, wow. Naja, du bist Myrmidone, dann wirst du jetzt Söldner. Wenn das der Pfad ist, auf den du gehen möchtest, werde ich dich nicht aufhalten. I'll reach for... So, und Ash möchte Schütze werden. Dann soll er mal Schütze werden. Will this make me... So, noch jemand? Dich haben wir schon. Annette kann nicht. Du hast schon. Petra hat auch schon. Und Happy auch. Das ist Magierin, Hexerin und dann Gramory. Wie gesagt, ich finde es halt seltsam, dass es die DLC-Klasse nicht gibt. Was hätte vorhin nicht noch ein Weibernlord? Na gut, dann ist er jetzt erstmal Kavalier. Can't wait to see how you do. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, wir können mal kurz bei uns beim Quartier vorbei schnuppern. Ist die Eule da? Natürlich nicht. Faule Socke. Hallo, Ave. Incidentally. Du reist zum ersten Mal nach Markttritt. Wie ich höre, überzieht dort ein dichter Nebel das Land. Ich frage mich, ob du zurückkommen willst. Wie meinst du das? Versuch nicht, es zu verbergen. Wir wissen beide, dass du manchmal etwas orientierungslos bist. How tiresome. Erspar mir einfach das Land mit ansehen zu müssen, wie du aus Versehen in feindliche Lager spazierst. Wir können eigentlich mit unseren Leuten was essen gehen. Ich sehe gleich. Hi. Hunger is the true enemy. Ganz deiner Meinung, deswegen gibt's dieses Essen. Das mit gegrilltem Wildfleisch. So, lasst es euch schmecken. Das wird sicher gut. Sag ich doch. Hey, this is great. I bet anyone would love it. Wait, for me? Great. I love this stuff. Huh. You made this? Mhm. Pretty good. Come back whenever you're hungry. Oh, ein neues Unterstützungsgespräch. Na, das gönnen wir uns doch. Mit Felix. You know, Felix, I've been thinking. Actually, never mind. What? You can't say that and then not tell me. Come on, out with it. Ach, ja, sag ein bisschen. Okay, it's just... Even though you never show it, I can tell you really care about Dimitri and the others. You alright there, Felix? There's no reason to get all choked up over it. It's your fault for saying something so ridiculous.
Hey, you're the one who asked. But it's true, isn't it? I know I'm right. And what proof do you have? Oh, for one, you move way better when you're fighting alongside them. That's only because I've known them so long now I can predict their every move. Bevor always rushes straight into enemy lines, so I have to be ready to cover it. Of course, few can survive one of his mad dashes. But I can't just leave him alone. The man doesn't give his own safety a second thought. We don't coordinate, though. I just stick around to make sure the coast is clear for him to run wild. Huh. But when you're fighting with Ingrid, you're usually the one who ends up charging forward. Yes, because her Pegasus is an easy target for enemy archers. It's better for me to dash ahead first and eliminate any potential threats. Not that she's incapable of dodging an arrow or two. But she loses sight of her surroundings in the heat of battle. If she advanced before I did, a cloud of arrows would be the end of her. Uh-huh. So then why do you always get surrounded when you're fighting with Sylvain? Because the braggart always insists on showing off. Though if nothing else, he does have the skill to fight his way out of any bind. Sounds like that's not part of your strategy then. But you'd still never pull it off if you didn't trust each other. It's all natural for a soldier. Honestly, it's impressive how well you work with everyone. I should take a page or two out of your book and learn more about the people I fight with. Maybe having a better grasp on their personalities would help me coordinate our movements better. Who knows? You're welcome to try, at least. If you've already got a good read on me, the others shouldn't be an issue. Anyway, we're done here. Talking to you is exhausting. Das sagen sie alle. Oh, die mit Ingrid haben wir... Ja, stimmt, die mit Ingrid hatten wir, ich wollte gerade sagen. Aber wie hoch der von Petra und von Harpy schon ist, krass. Wen können die ja nicht so supporten? Wow. Nur C-Supports. Man merkt, dass sie nicht Teil dieser Route ist. Petra noch irgendwas? Naja, mit Du könnte das ganz interessant werden. Setup hat doch bestimmt ein paar mehr Supports. Never mind. Hab nichts gesagt. Flamefish stimmt. Na, immerhin mit Ash. Machen wir ein paar Arbeiten. Care to make yourself useful? Mal gucken. Wow, können ja ganze 5 Leute mitnehmen. Den nehmen wir mit. Oder beziehungsweise ganze 5 Leute waren bereit für die Aufgabe. Nothing to worry about with the two of you on the job. Let's do this, Ash. We can do anything we put our minds to. Let's show our friends the power of teamwork. Gott, ich hätte nicht gedacht, dass Ash so ein kleines Glücksbärchen ist. This is all thanks to you. Oh no, We all must do our fair share. Und noch ein Unterstützungsgespräch. Wir kommen voran. Zumindest unterstützungsgesprächstechnisch. Hey, Dedu, what are you doing here? You need something? No, but I must ask, what are you doing here? Just, you know, making sure all the equipment's in good shape. With how rough yesterday's battle was, I figured it couldn't hurt to round up all the weapons that got broken and try my hand at fixing them. I see. Sorry? Should I not have taken them out at night or something? You're giving me this look like you don't trust me. You have His Majesty's trust. I will not lay a hand on you. But I would like to better understand who you are. Nee. Naja, ich meine halt, er kennt uns halt so gut wie gar nicht, ne? Makes sense to me. I'm still just a newcomer, and my background's unclear at best.
My apologies. Nah, it's fine. I'd be suspicious of me too if I were you. Besides, I don't exactly want to go losing my employer either. So feel free to keep as many eyes out as you think necessary. Dimitri clearly needs all the help he can get. I mean, he made me a commanding officer without so much as a second thought to my past or my intentions. Yet that conviction makes people follow him. And I agree with his decision. Having you close by is convenient. What, so you can keep a better eye on me? It doesn't really matter. As long as he's paying me, I'll do whatever I've got to do to win for him. Oh, and if I do anything suspicious, you're more than welcome to cut me down right then and there. A very mercenary response. Well, yeah, that's what I am. I might have risen the ranks, and I might have my own unit now, but I'm still a merc at heart. As long as I get the results, everything else, like trust and respect, will follow. At least, that's what my old Captain Berlin taught me. So I guess I don't have much choice but to just keep at it till I earn your trust. I see. Now, these weapon repairs will take time. Allow me to aid you. You sure you don't mean keep an eye on me? Glad to have your help, though, Dedu. Können wir auch noch mal kurz zum Lehrmeister. Können wir noch ein bisschen leveln. Haben wir was zum Erweitern? Nö. Können wir noch ein bisschen trainieren. Oh, wir können hier noch ein Pärchen bestimmen. Nehmen wir Flane und packen wir Harpy dazu. Sie sind beide in der gleichen Klasse. Oder, naja, der gleichen Spaßler-Klasse. I'm getting the hang of Oh, this. hat Verzweiflung gelernt. Gut, das How can I best use this power? war immer ein guter Skill. Hoffentlich ist der immer noch gut. Oh, Purgativ. Hey, The more I'm capable of, the more... Die haben gar nicht betrügt. Oh, this should be... I could use this. Wie die jetzt einfach doppelt trainiert haben. This better not be one of those weird powers. Training can be the difference. With proper training, you'll be unstoppable. So. Gucken wir mal kurz, wir haben einiges gelernt. Hier können wir jetzt auch... Oh, wir haben gar keine Bataillone. Was ist denn hier? Wir können Magie einsetzen, krass. Na, wer hätte das gedacht? Nein. So. Und dann die Fertigkeiten. Wir haben noch Fitnessschutz, aber wir haben keine Fähigkeiten mehr. Hier haben wir Signaturfertigkeiten, die ich mir wahrscheinlich eh nicht merken kann. Jetzt sind Klassenfertigkeiten. Naja gut, ohne Bataillon können wir Bataillonsvorteile halt nicht einsetzen. Da. Wenn die KP 50% oder weniger betragen, Kraftangriffe durchbrechen die Abwehr. Das ist gar nicht mal so schlecht. Füllt die Rate der Erweckungsleiste bei der Verwendung von Klassenaktionen von Pegasus-Ritten und verlängert den Zeitraum von kritischen Treffern nach einem perfekten Ausweichmanöver. Haben wir noch Alarmbereitschaft, verzögert das Unverwundbarkeitsfenster, aber oh, das ist ziemlich gut. Oh, Harpy hatte hier noch einen. So. Axt kann er nicht nutzen, weil er keiner
Echse gerade führen kann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir mal, was das Kapitel so für uns bringt. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!